Mahlzeit Freunde, heute geht es endlich weiter mit der Lowrider S. Wir machen heute einen Umbau. Ingo ist hinter der Kamera, der hilft mir das Ganze zu machen, beziehungsweise macht es und ich stehe dumm daneben. Nein, ich packe natürlich ein bisschen mit an. Was haben wir heute vor? Heute geht es um Lenker und Frontmaske. Wir verbauen Pullback Riser und eine Oldschool Lampenmaske. Ich bin gespannt, wie das aussieht. Ich glaube, das wird optisch ziemlich was ausmachen und natürlich auch von der Sitzposition. Ich lasse die Kamera einfach mal ein bisschen dabei laufen und wir legen los. So, ich zeige mal einmal, was wir hier verbauen. Also das ist die Lampenmaske, die wurde netterweise schon von Westside Detailing einmal aufbereitet und Keramik versiegelt. Fertig ist das gute Stück. Versiegelt, poliert, tipptopp. Viel Spaß damit, langhaariger. Und dann haben wir hier Pullback Riser, das müsste glaube ich 7 Zoll sein, oder? Vertue ich mich, 7 Zoll, ne? Damit die nicht über die Lampenmaske rausgucken. Und der Tacho wird dann umgedreht. Der ist ja jetzt aktuell, ist der noch oben. Das wird dann quasi hier unten sitzen. Wo ich sehr gespannt bin, die Lampenmaske ist natürlich ein bisschen weiter vorne und die Pullback Riser gehen dann nach hinten. Ob wir nicht hier zwischen dann einen zu großen Spalt haben, da würde ich mir dann vielleicht noch so eine Tasche oder so hinpacken. Mal gucken. Ingo, was haben wir hier gerade festgestellt? Sag mal. Ich zeige euch mal kurz. Habe ich mit meinen Adleraugen gerade hier auf den Hinterreifen geguckt und sehe sowas hier. Das macht natürlich richtig Spaß nach, keine Ahnung, 2000 Kilometer oder so mit dem Bike. Mal schauen. Boah, kann man das so drin lassen? Nein. Rausziehen so oder so. Aber vielleicht ist der nicht so tief, dass der durchgeht, ne? Willst du das wie jetzt rausziehen? Ja, ich würde es auch erstmal drin lassen, weil, also, der Reifen wird ja wahrscheinlich so oder so neu müssen, oder? Du musst ihn ziehen. Du musst gucken, wie tief er ist. Wenn er nur oben drin ist, ist alles in Ordnung. Dann kriegen wir das Bike dann noch hin und her bewegt. Wenn er platt ist, nicht. Das heißt, wir ziehen den dann, wenn wir mit allem fertig sind, dass wir das Bike wenigstens schon mal zur Seite gestellt haben, dass wir nicht die Bühne blockieren. Wir haben jetzt bei dem Thunderbike-Teil innen verlegte Elektronik. Das heißt, wir müssen die Kabel verlängern und legen das dann in den Riser rein. Sieht natürlich am Ende cleaner aus, ist aber natürlich ein bisschen mehr Arbeit. Die Züge von der Kupplung und auch von der Bremse und so, die müssen wir scheinbar nicht verlängern, wenn wir das richtig nachgemessen und nachgeschaut haben. Aber wir werden es, denke ich mal, nachher sehen. Ich erkläre mal einmal, wie diese Lampenmaske befestigt wird, weil das ist ja nicht so ganz ersichtlich. Das Teil selber ist ja schon recht teuer, du brauchst aber noch diesen Adapter von Thunderbike, sonst kriegst du die an die Lowrider S nicht dran. Ist aber relativ simpel. Das hier ist der originale Halter von der Lampenmaske, der kommt komplett ab. Dann wird die hier aufgeschoben und man hat unten 2 Löcher und dann wird die von unten quasi unter die obere Gabelbrücke festgeschraubt, ne? Richtig? Richtig. Richtig. Ich zeig das mal einmal an der Maske. Darf ich jetzt noch nicht runterschmeißen. So, da sind die unteren beiden. Und hier von oben kommt das dann nochmal rein. Ich hoffe, da sind Schrauben drin, weil hier sind keine bei für die oberen. Wahrscheinlich die Originalen, ne? Wir werden es gleich sehen. Wir haben die gerade schon mal einmal dran gehalten. Ich finde, das sieht schon sehr geil aus, weil es halt so eine richtige Oldschool-Optik gibt. Aber ich glaube, wir machen wahrscheinlich jetzt erstmal mit den Risern weiter, weil jetzt haben wir halt gut Platz, ne? Mal kurz Werbung in eigener Sache. Am 1. Februar kommt die zweite Kollektion von unserer Marke Redwood Clothing raus. Das ist eins der T-Shirts, hinten drauf schön die alte rote Flathead aus dem ersten Trailer von der ersten Kollektion. Also wer da Bock drauf hat, ihr könnt euch jetzt auf unserer Website eintragen für den Early Access, dann könnt ihr eine Stunde eher bestellen und sicher gehen, dass ihr auf jeden Fall was bekommt. Ich gebe euch noch mal einen kleinen Zwischenstand, während ich hier die wirklich harten Arbeiten mache. Und zwar die Batterie meines Sicherheitssystems wechseln. Ich werde euch jetzt nicht zeigen, wo ich den AirTag verbaut habe, einfach mal aus Sicherheitsgründen. Ich kann es euch empfehlen, wenn ihr keinen Bock habt, das Geld für einen GPS-Sender auszugeben, ist ein AirTag auf jeden Fall eine gute und günstige Alternative. Muss man einmal im Jahr die Batterie wechseln und sonst hat man damit nichts zu tun und ihr seht immer, wo es ist. Ist der Ingo hier die leichten Arbeiten am machen? Wo bist du gerade? Verkabelung, ne? Nein, ich baue alles auseinander hier. Baut alles auseinander. Die werden verlängert, genau. Tank haben wir jetzt auch ab. Hier, wen es interessiert, mal das Wilbers-Fahrwerk, sieht man ja sonst immer nicht. Ist der Nivomat drin. Ganz schön dreckig, muss ich mal sauber machen. Wir sind uns nicht 100% sicher, ob das mit den Zügen funktionieren wird, weil das könnte doch recht knapp werden, also mit den Kupplungszug und mit der Bremse. Unser Teile Man Yusuf sagt, es passt. Ob dem so ist, werden wir gleich sehen.
Bike ist auf jeden Fall schon mal gut auseinander. Wenn nicht, dann wird das wohl dann doch eher der längere Urlaub in der Türkei werden, Yusuf. Ne? Schöne Grüße an dich. Gucken wir dann mal. Nee, wird schon gehen. Also wenn es nicht passt, dann ist es halt so, dann machen wir heute so viel wie geht, bestellen die und machen es dann halt wann anders fertig. Das Bike bleibt ja eh erstmal jetzt hier, weil ich warte ja noch auf den neuen Luftfilter. Den habe ich jetzt schon ein paar Mal angeteasert. Der soll innerhalb der nächsten 2 Wochen wahrscheinlich auch kommen. Und dann mache ich die Eintragung und alles halt mit einmal. Deswegen mal schauen. Mein Sicherheitssystem ist jetzt auch schon wieder aufgeladen und eingebaut. Wir haben das Ganze hier schon ab. Wo ich sehr gespannt bin, bei den originalen Risern hat man hier so Gummidämpfer. Das sind jetzt keine richtigen Lager, aber so ein bisschen Dämpfung ist da schon bei. Und die neuen haben das nicht. Die haben hier einfach nur so ein Gewinde. Und ich bin sehr gespannt, was es für ein Unterschied beim Fahren sein wird. Ob das sehr ruppig ist, ob man sehr starke Vibrationen spürt. Ich meine, gibt dem Ganzen vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Harley-Feeling dann, ne? Ist ja alles sehr glatt geleckt mittlerweile, aber wir werden sehen. Steck mal rein. Ja, geil aussehen tut schon, oder? Ja, so wird das Ganze aussehen. Kannst du mal einmal die Lampenmaske dran halten? Dann können wir mal so ungefähr die Höhe einmal sehen. Da. Dann gucken wir mal. So ungefähr wird das danach, ja? Wenn man jetzt durchguckt, eigentlich perfekt. Also hier kommt jetzt natürlich noch der Tacho drauf. Das wird dann nach unten gedreht und dann sollte das perfekt abschließen. Und ich glaube, so viel Platz ist hier gar nicht. Man könnte aber hier noch so eine kleine Tasche reinmachen von Thrash & Supply. Zeige ich euch mal. Der Max da hinten hat die, glaube ich, dran. Und ja, schon ganz cool. Ja, und das ist die besagte Tasche. Das ist ein Kundenumbau hier. Müsste von Thrash & Supply sein. Der hat die gleichen Riser, nur höher. Und die passt dann natürlich perfekt dran. Also ich überlege, ob ich die bei mir auch dran mache. Ja, da kann man ein bisschen was mitnehmen und man hat halt so ein bisschen mehr diesen freien Raum dann halt zu. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das dran machen würdet oder ob ihr es clean lassen würdet. Während ich die ganze Zeit nur Scheiße laber, ist Ingo schon fleißig. Schenke ich dir. Und baut den Tacho um. Schenke ich dir. Das ist quasi Original. Das ist dann der Adapter dafür. Und das Ganze kommt dann unten dran, ne? Ingo, was sagst du bis jetzt so zur Montage? Würdest du sagen, gut gemacht, einfach zu montieren oder eher nicht so? Alles selbsterklärend. Alles selbsterklärend, ne? Ist wahrscheinlich kein großer Akt. Das wird dann wirklich aussehen. Ja, ich glaube auch. Ja, alleine der Tacho unten macht, glaube ich, schon viel aus optisch. Ja. Das ist schon ziemlich cool. Wie gesagt, ich glaube, so ein paar Schrauben in schwarz werden dem Ganzen dann noch gut tun. Und eventuell haben wir sogar die Schrauben für hier oben da machen wir die direkt mit. Aber ja, ist natürlich ärgerlich. Wir hätten das Ganze heute natürlich gerne komplett fertig gemacht. Weil dann hätte man, wenn der Luftfilter da ist, nur noch die Eintragung machen müssen, dann wäre alles ready gewesen. Aber gut, so ist es halt, ne? Ist jetzt kein Beinbruch, Wetter ist eh scheiße, minus 5 Grad draußen. Ist jetzt nicht so schlimm. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir schwarze Schrauben finden. Mal wieder rennt. Wenn der mal so schnell arbeiten würde, wie der rennt, dann wäre der Umbau schon fertig, du. Das sag ich dir. Da sehen wir, schwarz-matt oder schwarz-glanz? Schwarz-matt, glaube ich, ne? Weil die Beschichtung ist so ein bisschen matt, oder? Ich glaube, würde ich matt mehr fühlen als Glanz. Haben wir? Haben wir. Was ist mit den Schrauben für Spiegel? Haben wir da auch? Eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Guck mal, wie geil das hier aussieht. Ich hab's dir gesagt, du wirst heute Hollywood-Star. Bloß kein Stress. Heute schon wieder 3 Kaffee getrunken, Alter. Schraube im Reifen, Züge passen nicht und er sagt mir ganz ruhig. Also mal kleines Feedback zu den Risern. An sich sind die Dinger echt top und an sich auch einfach einzubauen. Aber wenn ihr so wie ich den Originallenker behalten wollt, dann ist das sehr eng mit der Kabelführung. Ich will da jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber es könnte sein, dass ihr da ein bisschen Nacharbeit machen müsst. Deswegen mein Tipp, bestellt euch direkt einen anderen Lenker mit, nehmt dann breitere Riser oben, dass ihr einen Lenker habt, wo die Kabel quasi nach dem Riser direkt in den Lenker reingehen. Weil in den Originallenker jetzt Löcher zu bohren, ist natürlich problematisch, da erschafft man eine Sollbruchstelle. Jetzt muss man natürlich den Riser ein bisschen nachbearbeiten, was wir natürlich nicht machen, aber müsste man, damit es passt. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber gut, ne? Also bis jetzt läuft es heute tatsächlich eher nicht so gut, aber wir kriegen das schon hin. Was ihr auf jeden Fall auch machen müsst, wir haben jetzt hier die ganzen Isolierungen von den Kabeln quasi abgemacht und werden die jetzt alle einmal zusammen quasi isolieren, sodass wir nur noch eine anstatt 2 haben. Ne, am Anfang ist das quasi so. Und die legen wir dann zusammen, damit ihr euch einfach mal ein paar Millimeter Material spart, weil sonst passt es halt vorne und hinten nicht. Wir haben jetzt die Riser einigermaßen drauf, wir richten das gerade aus. Ich zeige es euch mal.
Was wir jetzt gemacht haben, habe ich ja schon gezeigt, ist die ganze Isolierung von den Kabeln einmal ab. Haben das jetzt selber nochmal isoliert, sodass wir das jetzt mit ein bisschen Gefummel und ein bisschen Anpassungsarbeit da reingekriegt haben. Muss jetzt halt noch ausgerichtet werden. Was halt jetzt noch der Fall ist, man sieht hier aktuell noch so ein bisschen das Silberne. Ich weiß nicht, wie das im Nachhinein auch auffallen wird oder nicht. Eventuell muss man da dann nochmal den Lenker ein bisschen schwärzen. Ich hoffe, der Fokus passt jetzt, ja. Aber es wird auf jeden Fall langsam. Also die Verzweiflung hat ein wenig nachgelassen, Ingo, würde ich sagen, bei mir. Ich bin mal gespannt, ob wir das gleich noch mit der Kupplung gelöst kriegen, das Problem. Da haben wir jetzt uns überlegt, ob wir dann vielleicht anstatt da durch, vielleicht hier außen lang gehen. Ich habe gesehen, bei der Lampenmaske haben wir sogar eine kleine Aussparung. Ich glaube, das ist sogar dafür gedacht, dass man... Kann auch sein. Ah jo, ich habe gerade falsch herum gedacht. Aber gut, wir probieren das einfach mal. Dann haben wir vielleicht ein bisschen mehr Platz und ja, wenn es dann nicht passt, ja, dann ist es halt so, ne? Aber so von der Optik her, finde ich, sieht das schon auf jeden Fall geil aus. Wir sind jetzt schon relativ weit. Ich zeige euch das Ganze mal. Die Maske haben wir mittlerweile dran, ist aber noch nicht komplett festgeschraubt. Also wir haben jetzt eine Seite festgemacht, einfach nur mal alles ein bisschen auszurichten. Damit wir halt auch gucken konnten, wie wir die Kabel jetzt hier vernünftig verstecken. Wir haben jetzt noch ein, zwei Kleinigkeiten mitgemacht. Ingo hatte noch die geile Idee, dass wir einmal die Schraube hier schwarz machen. Und genauso auch die Schraube mit schwarz machen. Sieht auf jeden Fall gut aus. Welche beiden Schrauben wir noch machen müssen, die haben wir jetzt gerade nicht mehr da, sind die beiden vom Tacho. Aber das machen wir noch im Nachhinein. Genauso wie dann halt hier die Spiegelschrauben. Die haben wir gerade auch nicht da, beziehungsweise nur eine. Das wird aber noch gemacht. Aber den Zug machen wir neu. Das kann Ingo so auch nicht akzeptieren. Nein. Das ist so ein bisschen dumm gewesen, weil ja, wir hatten gedacht, dass es passt. Das könnte man jetzt auch so lassen, wenn man wollen würde. Also das geht jetzt, wir können voll einschlagen. Wir haben jetzt nach hier gelegt. Aber es ist einfach nicht geil. Und wenn man halt bedenkt, dass man jetzt hier halt doch ein teures Bike stehen hat, dann da jetzt irgendwie zu sparen für so einen Zug wäre, glaube ich, dumm. Deswegen hole ich nochmal einen längeren Zug und dann kommt der wieder da an die originale Position, wo jetzt das Kabel von der Jekyll & Hyde rauskommt. Das wird dann wieder zusammen reingelegt und dann geht das nachher hier wieder ganz normal und dann passt das auch. Aber ja, es wird auf jeden Fall langsam, sitze schon drauf. Wir sind hier nochmal vor der Lowrider ST vom Max, den habe ich nämlich gerade angerufen. Der hat hier auch einen Komplettumbau gemacht und da habe ich mir gerade gedacht, der hat sich ja komplett neue Felgen mit Reifen geholt. Und habe ich hier gesehen, dass seine Originalreifen hier noch stehen. Die sind nicht einen Meter gefahren. Und der Max war jetzt so nett, dass er mir die für einen wirklich fairen Preis den Hinterreifen angeboten hat. Das werde ich jetzt machen, dann ist das Thema geklärt. Ziehen wir diese Woche noch um, dann ist der Reifen auf jeden Fall schon mal fertig. Wir bestellen jetzt noch einen neuen Zug und ja, dann passt das alles. Nochmal beste Grüße an den der mir das geklaut hat. Aber davon lassen wir uns nicht abfacken, denn wir haben hier einen neuen und der kommt da jetzt dran. Ich bin bei mir in der Garage losgefahren und dann bin ich hier zum Laden gefahren, habe die hier vorne hingestellt und als ich nach der Arbeit rauskam, auf dem Montag, war es weg. Und komischerweise hast du an dem Tag gearbeitet. Und komischerweise hattest du 3 Tage später an deiner Sporty genau den Griff dran. Mit Endkappe. Statement? Ja, ich fahre eine Sportster aber von 2012 und jeder Fachmann weiß, dass eine Sportster von 2012 kein E-Gas hat, sondern Bautenzüge. Also bringen mir die Griffe rein gar nichts. Du hast ja auf der linken Seite keinen Bautenzug. Ja, aber die Armatur ist anders. Du hast ja nur die Endkappe geklaut. Guck, wie er sich rausreden will. Das ist immer so, wenn jemand lügt, dann versucht er sich zu rechtfertigen. Also wir haben die Riser jetzt fest. Sitzposition ist richtig geil, finde ich. Also wir haben das jetzt so eingestellt. Ich muss das Ding einfach, glaube ich, mal fahren, aber so von der Linie her, ich sitze auf jeden Fall aufrechter. Arme sind nicht 100% durchgestreckt, fühlt sich richtig entspannt an. Ich muss jetzt noch den Kupplungshebel wieder festmachen, dann kommt die Lampenmaske final dran. Dann passt das. Kabel haben wir da jetzt auch richtig geil isoliert. Also da hat Ingo wirklich 10 von 10 sich Mühe gegeben. Vielen Dank an dich nochmal. Mega geil. Auch generell danke an dich, dass du mich hier so unterstützt. Alleine würde ich das nicht können, gebe ich ganz ehrlich zu. Und ich finde es richtig geil. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr so meint zur Sitzposition. Wenn der Luftfilter noch wegkommt, die Füße ein bisschen weiter vor, ich glaube, dann ist das schon richtig entspannt. Aber wir machen jetzt erstmal den Rest fertig und dann zeigen wir euch das Endergebnis. Wie stellst du das jetzt ein? Passt, ne? Und woran seht ihr das jetzt? Unter dem Knopf? Das ist quasi nach DIN. Das ist nach DIN 53.7a. Fahrstuhl Unterknopfkante. Gerade. Perfekt. Hier könnt ihr euch abspeichern, das ist die perfekte Einstellung, danke.
So, wir sind fertig für heute. Der Umbau ist zu 99% fertig. Lampenmaske ist dran, musste man auch noch ein bisschen den Halter anpassen, dass das 100% an der Unterlegscheibe vom Riser vorbeigeht. Alles andere passt soweit. Kupplungshebel haben wir jetzt noch abgelassen, weil wir den Zug halt nochmal verlängern wollen und dann durchlegen. Das zeige ich dann nochmal, wenn es soweit ist. Die Schrauben oben von den Spiegeln kommen auch noch in schwarz und die beiden Tachoschrauben kommen noch in schwarz. Ansonsten hat alles gepasst. War ein bisschen fummelig, Reifenthema ist auch geklärt. Fing scheiße an, ging aber gut zu Ende, glaube ich. Also ich glaube, wir haben es ganz gut gerettet. Danke an Ingo, danke auch an Alex für die Hilfe. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr den neuen Look findet. Vielleicht ein bisschen kontrovers. Ich glaube, nicht jeder findet die Maske geil. Ich finde es geil, es sieht oldschool aus und für mich persönlich passt die Maske perfekt zum Bike. Also Daumen hoch, was in die Kommentare schreiben und abonnieren, dass ihr die weiteren Umbauten nicht verpasst. Macht's gut. Und zwar geht es heute um dein Motorrad, deine alte Shovelhead. Bevor wir das ganze Teil jetzt hier mal abladen, wir sind bei V-Triebwerk. Richtig. Stellst du dich noch mal kurz vor für die Leute, die nicht wissen, wer du bist.